Wenn du planst, in der kalten Jahreszeit im Freien zu drehen, wirst du dich manchen Herausforderungen stellen müssen. In diesem Video gebe ich dir 5 Tipps, die dir dabei helfen, im Winter bei Kälte, Schnee und Regen zu filmen. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Mindnap, dem Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen wollen. Du bist neu hier? Dann unterstütze uns gerne mit einem Abo und aktiviere die Glocke, um regelmäßig Tipps und Tricks zum Thema Videomarketing zu erhalten. Mein Name ist Alexander Lorenz, ich bin Filmemacher und Gründer von Mindnap. Bei Außendrehs kann man vom Wetter überrascht werden. Die Wetterverhältnisse im Winter stellen Kameraleute dabei vor besondere Herausforderungen. Und selbst für das Filmen in Innenräumen gibt es ein paar Dinge zu beachten, wenn es draußen kalt ist. Für einen erfolgreichen Videodreh in der Winterzeit solltest du besonders viel Wert auf eine gute Vorbereitung und den richtigen Umgang mit deiner Technik legen. Denn gerade für Feuchtigkeit und Kälte sind moderne Kameras und andere Technik naturgemäß anfällig. Damit man sich überhaupt auf das Wetter vorbereiten kann, muss man wissen, wie es wird. Dafür empfehle ich dir, dich mit der Wetterprognose für deinen Drehort genau auseinanderzusetzen. Mit der App Regenradar zum Beispiel, die ich dir in der Infobox verlinkt habe, kannst du für die nahe Zukunft ziemlich genau vorhersagen, wie das Wetter wird. Die App zeigt dir insbesondere auf einer Live-Karte an, wann es wo regnen wird. So kannst du versuchen, deine Außendrehzeiten auf ein Zeitfenster zu verschieben, in dem es gerade nicht regnet. Und auch die Temperatur solltest du im Blick behalten. Der ideale Temperaturbereich für Kameras und Akkus liegt zwischen 10 und 20 Grad. Fällt die Temperatur unter 0 Grad, solltest du deine Akkus auf jeden Fall vor der Kälte schützen. Unabhängig davon solltest du dich natürlich passend zum Wetter anziehen. Achte dabei aber auch darauf, dass die Technik problemlos zu bedienen bleibt. Handschuhe können dich zum Beispiel dabei behindern, Knöpfe oder Touchscreens deiner Kamera richtig zu betätigen. Für diesen Fall gibt es spezielle Handschuhe, bei denen die Fingerkuppen frei bleiben. In der Videobeschreibung habe ich dir ein Modell verlinkt, das wir gerne verwenden. Kleidung, die warm hält, ist auch ein Plus für deine Technik. Du kannst deine Akkus zum Beispiel vor Unterkühlung schützen, indem du sie in der Innentasche deiner Jacke aufbewahrst. Eine gute Vorbereitung ist also das A und O für einen erfolgreichen Videodreh. Es gibt noch viele weitere Sachen zu beachten, um Fehler am Set zu vermeiden. Im hier verlinkten Video erfährst du, welche das sind. Bei einem Videodreh auf unebenem oder rutschigem Untergrund ist es wichtig, einen stabilen Gang zu behalten. Und das nicht nur für deine eigene Sicherheit, sondern auch für den Look deiner Aufnahmen. Wenn du aus der Hand oder mit Gimbal drehst, lass dich führen, besonders wenn du rückwärts läufst. Bei Feuchtigkeit oder Regen ist es außerdem besonders wichtig, alle Stromanschlüsse, Stecker und so weiter von Nässe zu schützen, da es sonst zu Kurzschlüssen kommen kann, die dein Equipment beschädigen oder im schlimmsten Fall sogar dich oder andere gefährlich verletzen können. Für viele Kameras gibt es Regenüberzüge. Bei leichtem Nieselregen kannst du dir auch mit einem Schirm behelfen. Aber ganz wichtig, wenn du den Eindruck hast, dass deine Technik, besonders bei Stromverbindungen, nass werden könnte, brich deinen Dreh lieber ab oder verlagere ihn an einen geschützten Ort. Wie vorhin erwähnt, leidet die Technik am meisten unter Kälte und Feuchtigkeit. Akkus, Kameras und Mikrofone geben bei Temperaturen unter 10 Grad schneller den Geist auf und können im schlimmsten Fall sogar komplett ausfallen. Auch wenn du deine Technik gut gegen Feuchtigkeit geschützt hast, wird es nicht ausbleiben, dass du Tropfen auf die Linse bekommst oder an andere Stellen der Technik. In dem Fall solltest du immer die richtigen Hilfsmittel für die Reinigung zur Hand haben. Besonders dafür geeignet sind Mikrofasertücher, wie sie beispielsweise in einem Lens Cleaning Kit enthalten sind, sowie das, was ich dir in der Videobeschreibung mal verlinkt habe. Solltest du keins zur Hand haben, hilft auch ein Brillenputztuch. Auch wenn sich Staub auf deinem Sensor befinden sollte, kann dir der im Kit enthaltene Blasebalg weiterhelfen. Überhaupt gehört so ein Kit in jede Kameratasche. Sollte dein Sensor stärker verschmutzt sein, denk unbedingt über eine professionelle Sensorreinigung nach. Im Winter wird es draußen schneller dunkel, was sich sowohl auf das Filmen im Freien als auch auf Videodrehs in Innenräumen auswirkt. Wenn du nach Einbruch der Dunkelheit draußen filmen willst, wirst du meistens auf künstliches Licht zurückgreifen müssen. Für Nahaufnahmen bieten sich akkubetriebene LED-Leuchten an. Für weitere Einstellungen muss es schon etwas Größeres sein. Wenn du dokumentarisch drehst, kannst du mit Vorliebe an Orten mit viel künstlicher Beleuchtung drehen, wie in Innenstädten. Aber auch beim Filmen in Innenräumen solltest du darauf achten, wann es dunkel wird. Einerseits ändert sich dadurch die Lichtstimmung im Raum, andererseits kann es aber auch seltsam aussehen, wenn du ein Fenster im Bild hast und es am Ende eines längeren Interviews draußen schon stockdunkel ist,
während es am Anfang noch hell war. Gerade in modernen Bürogebäuden kann es außerdem sein, dass es eine automatische Schaltung für Lampen gibt, die auf Helligkeitsveränderungen reagieren und sich so ganz plötzlich das Licht in den Innenräumen verändert, in dem Lampen angehen. Eine Sache, an die viele nicht denken, ist, dass sich auf Kameras Kondenswasser bilden kann. Das passiert zum Beispiel dann, wenn du deine Kamera über Nacht im kalten Auto gelassen hast, wo sie richtig schön auskühlen konnte. Wenn du mit einer solchen ausgekühlten Kamera ins Warme kommst, wird sich unweigerlich Kondenswasser bilden, und zwar an beiden Seiten deines Objektivs. Das solltest du auf jeden Fall vor Drehbeginn überprüfen, da sonst dein Bild extrem unscharf wird und du dir im schlimmsten Fall deine Kamera beschädigen kannst. Wenn du ein geeignetes Lens Cleaning Kit hast, kannst du versuchen, das Kondenswasser zu entfernen. Ansonsten bleibt dir nur die Kamera langsam auf Raumtemperatur zu bringen. Wenn möglich, lass sie am Ort der Aufnahme akklimatisieren oder sorg direkt dafür, dass die Technik gar nicht erst auskühlen kann, indem du zumindest Kameras, Akkus und Objektive nicht für längere Zeit an einem sehr kalten Ort, wie zum Beispiel im Auto, lässt. Auch deine Akkus werden es dir danken und im Zweifelsfall auch deiner Versicherung. Denn so ein Kamerarucksack im Auto kann auch für den ein oder anderen Ganoven interessant sein. Im Winter herrschen besondere Wetterverhältnisse wie Kälte, Regen und Schnee, die eine Herausforderung für Videoaufnahmen darstellen. Um dennoch entspannt drehen zu können, solltest du dich optimal vorbereiten und dein Equipment schützen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass uns ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video von MindNet. Mit Videos mehr erreichen.